Es ist also soweit. OpenAI hat die 5 Level zu AGI gedroppt. Das ist ein Interview gewesen im Endeffekt. Nur trotzdem möchte ich das Ganze mit euch heute mal durchgehen, denn da war wirklich einiges Interessantes dabei, was auch so zeigt, was auf uns alles zukommt, was gerade erforscht wird und was eigentlich überhaupt schon gut funktioniert, beziehungsweise in der Mache ist. Also was jetzt so wahrscheinlich dieses und nächstes Jahr passieren wird. Und ja, das wollen wir uns heute genauer angucken. Allerdings möchte ich dazu auch noch ein Paper von Google zitieren, von Google DeepMind, um genau zu sein, denn die haben dazu auch schon einiges an Arbeit geleistet, was im Endeffekt Grundlage ist, damit wir über dieselbe Sache reden. Denn sowas wie AI, AGI ist selbst in der Forschung nicht ganz immer dasselbe, worüber man diskutiert und redet. Und mittlerweile reden immer schon viel über ASI, also Artificial Superintelligence. Manche reden über AGI, manche reden über AI. Und manche reden über Machine Learning, weil sie sagen, AI kann es gar nicht geben, weil künstliche Intelligenz, das geht gar nicht. So, deswegen, das ist alles erstmal Definitionssache und Taxonomie. Ja, also es geht nur darum, um Namen festzulegen. Und das möchte ich zuerst mal mit euch machen. Da hat nämlich Google einiges vorbereitet. Zunächst einmal AI versus AGI, also Narrow Artificial Intelligence versus Artificial General Intelligence, beziehungsweise künstliche Intelligenz, die halt nur eine Sache kann, versus künstliche Intelligenz, die viele Dinge auf einmal kann. Das ist AI und AGI. Ja? Narrow bedeutet bei dem Wort Narrow Artificial Intelligence oder ganz normal AI, dass es eine oder ein paar wenige klar definierte Aufgaben gibt, die diese KI können soll. Das heißt, es kann nicht alles Mögliche, es kann nicht Text erstellen, Proteinfaltung berechnen und so weiter und so fort, sondern es kann eben eine kleine Sache. Und hier bringt Google in ihrem Paper, das ich gleich noch zeigen werde, AlphaFold als Beispiel an, das eben nur Proteinfaltung berechnet und halt natürlich nicht Sprache sprechen kann oder schreiben kann, nicht Sprache erzeugen kann, nicht Schach spielen kann, keinen Code erzeugen kann, sondern nichts anderes außer Proteinfaltung berechnen. Das ist eine einzige Aufgabe und die wurde gelernt mit Hilfe von Machine Learning. Und das ist okay, das nennt sich dann Narrow Artificial Intelligence. Das Ding kann eine Sache und die kann es wirklich gut. Während AGI, also Artificial General Intelligence, kann eben eine Bandbreite an nicht physischen Aufgaben übernehmen. Das heißt, nicht nur Proteinfaltung berechnen, sondern auch Sprache, auch Schachspielen, auch Code, alles Mögliche. Das heißt, mehrere Sachen auf einmal. Und dazu gehört auch, wenn man nach der Definition von Google geht, dass diese KI auch neue Skills lernen kann, wenn wir sie ihr beibringen. On the fly sozusagen. Und ja, hier gab es schon einige Studien dazu, dass man GPT-4 auch schon sowas entlocken kann. Ich hatte da mal was gezeigt am Beispiel von Sprache. Das heißt, dass Sprache wirklich sehr seltene gesprochene Sprachen anhand von einer Art Wörterbuch und einem Grammatikding reproduziert werden konnten, eine Art Übersetzer gebaut werden konnten. Das heißt, GPT-4 hat die Struktur der Sprache verstanden und konnte sich daher einiges herleiten. Das hat jemand untersucht gehabt und ich hatte das mal vorgestellt. War wahnsinnig faszinierend. Genau. Und hier definiert Google das Ganze so ein bisschen genauer für uns, wenn man so möchte, als eine Art 6 Level unterteilt in Narrow AI und General Artificial Intelligence. Level 0 bedeutet im Endeffekt, dass nichts an AI da drin steckt. Also keine Art von Machine Learning, dass die Aufgabe aber trotzdem beschränkt ist oder dass sie bei General AI nicht beschränkt ist. Das heißt, sowas wie Narrow Non-AI wäre etwas wie ein Taschenrechner. Ja? Da steckt keine Form von künstlicher Intelligenz drin, kein Machine Learning, keine keine randomisierten Algorithmen, kein gar nichts. Das ist einfach nur Berechnung. Punkt. Bei General Non-AI ist das Ganze schon ein bisschen lustiger gewesen. Da bringen sie den Amazon Mechanical Turk an, der im Endeffekt mit Human in the Loop, also das heißt ein Mensch, der da alles steuert, aber trotzdem eben mehrere Sachen damit machen kann. Fand ich ein cooles Beispiel. So, und ab Level 1 ist dann eben Machine Learning im Einsatz. Und hier haben wir Emerging AI, Emerging Narrow AI war sowas wie, es ist noch nicht Machine Learning, also die Dinger lernen noch nicht so richtig mit neuronalen Netzen oder sowas, aber sie haben eine Form von künstlicher Intelligenz, so wie sie es hier definiert haben, in sich, indem sie zum Beispiel einfache regelbasierte Systeme sind und dann anhand von sehr vielen Regeln entscheiden, was sie tun. Während bei kompetenter
definiert Google hier, dass es besser sein muss als 50% der geskillten Erwachsenen. Und das ist ein großer Schritt gewesen, weil Emerging nur sagt, es ist ungefähr so gut oder manchmal sogar besser als ein nicht geskillter Mensch. Und das heißt, im Fall von mir zum Beispiel, ich habe nicht gelernt zu malen. Ja, das heißt, ich würde, wenn wir nach DALL-E gehen, was wir hier unten sehen, das Ding hier, wenn wir danach gehen, dann bin ich da gar nicht drin, weil ich gar nicht malen gelernt habe in diesem Sinne. Das heißt, da würden wirklich nur die Leute reinzählen in den Vergleich von diesem Percentile of Skilled Adults, die Leute, die es auch wirklich gelernt haben und die dann auch wirklich was können in dem Bereich. Und da definiert Google jetzt bei kompetent, also Level 2, dass es besser als 50% ist der Erwachsenen, bei Level 3, dass es besser als 90% der gelernten Erwachsenen ist. Sowas wie eben ein Sprachchecker sollte besser sein als 90% der Deutschlehrer zum Beispiel. Und DALL-E 2 soll besser sein als 90% der handgezeichneten Zeichnungen von Leuten, die es halt gelernt haben. Level 4 ist dann schon super interessant, weil es besser ist als 99% der gelernten Menschen. Da wäre dann sowas wie AlphaGo dabei. Der Weltmeister kann vielleicht noch AlphaGo schlagen, aber ansonsten schlägt kein Go-Spieler AlphaGo, weil es einfach so unfassbar gut ist. Und bei Level 5 Superhuman, da wird einfach 100% der menschlichen Bevölkerung outperformed von dieser AI. Und wir haben solche Beispiele im Bereich Narrow AI durchaus, nämlich AlphaFold, das ich ja vorhin schon genannt habe, das uns Proteinfaltung berechnet. Menschen sind da drin furchtbar. Die müssen da richtig, richtig lange forschen und versuchen, die Proteinfaltung mehr oder weniger per Brute Force zu berechnen und dann gucken, ob die überhaupt stimmt. AlphaFold berechnet die einfach, indem es das Ganze über Machine Learning berechnet und dann haben wir die halt einfach und können die verwenden. Und so ist das hier definiert. Während bei AGI ist das Ganze ein bisschen besonderer. Das heißt, da haben wir sowas wie General Non-AI, Emerging Non-AI, wo Google auch ChatGPT drunter stellt. Das heißt, es ist so gut wie ein Mensch, der nicht gelernt hat zu schreiben oder Code zu schreiben. Das finde ich immer ein ganz schönes Beispiel. ChatGPT schreibt besseren Code als jemand, der nicht coden gelernt hat. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und es schreibt zumindest keinen schlechten Code. Aber es ist nicht so gut wie jemand, der das wirklich gelernt hat. Und deswegen ist es eine Emerging AGI. Während kompetent haben wir noch nicht. Und das ist genau der Punkt, den ihr schon auf der nächsten Folie gesehen habt. Es ist nicht einfach, diese kompetente AGI zu erreichen. Vor allem, weil hier etwas dazukommt. Und zwar, es muss mehrere Aufgaben erfüllen. Es muss nicht nur zum Beispiel Code schreiben oder besser sein im Texte schreiben als ein Deutschlehrer. Es muss mehrere Aufgaben können, um als AGI zu gelten. Und hier vielleicht mal eine andere Studie zitiert, beziehungsweise eine andere Untersuchung zitiert, nämlich Claude 3.5 Sonnet. Sonnet ist momentan, oder 3.5 Sonnet ist momentan das, zumindest in Benchmarks, am besten abschneidende LLM, das wir haben, obwohl es kostenlos ist, was ich super faszinierend finde, ist aber ein anderes Thema. Und zwar vor allem mit den Benchmarks, die wir hier haben. Die Benchmarks sind unfassbar gut und vor allem ein Benchmark ist besonders beeindruckend. Und das ist der hier, dieser GPQA-Benchmark, der Graduate Level Google Proof Q&A Benchmark. Und der ist sehr spannend, denn der wurde so entwickelt, dass Experten in diesem Bereich, also wirklich Leute, die gerade an ihrem PhD arbeiten, also an ihrer Doktorarbeit sitzen, dass die in diesem Test, auch wenn sie nicht googeln dürfen, nur 74% schaffen, beziehungsweise 65%, wenn man auch Leichtsinnsfehler zum Beispiel noch mit einrechnet, aber 74%, wenn man Leichtsinnsfehler rausrechnet. Also 74% ist wirklich nett gerechnet, wobei die meisten eigentlich 65% haben. Und hier sehen wir eigentlich, dass Claude 3.5 Sonnet mit seinen 59,4% schon fast auf PhD-Niveau mithalten kann. Da fehlt nicht mehr viel. Und die sind einfach nur besser und besser und besser geworden. GPT-4 war damals bei 34%, das steht, 39%, sorry, das steht hier unten noch im Skript drin oder im Abstract drin, während Claude 3.5 Opus war das erste Netz, was 50% geschafft hat und Claude 3.5 Sonnet ist jetzt sogar schon bei 59%. Und GPT-4o ist auch bei über
bei 50%, beziehungsweise mehr als 50%. Und der Witz an der Sache ist auch, dass man sich diese Antworten nicht einfach ergoogeln kann. Das war auch super wichtig für den GPQA. Das heißt, hier dieser Google Proof Benchmark. Die haben tatsächlich Leute, also Nicht-Experten, das Ding einfach googeln lassen und versucht dann deren Antworten zu evaluieren. Und die hatten 30 Minuten komplett unlimitierten Zugang zum Internet und haben trotzdem nur 34% in diesem Benchmark geschafft. Das ist quasi der Hintergrund vom GPQA. Und hier sehen wir eigentlich, es ist gar nicht das Problem dass wir keine AGI aktuell haben, ist gar nicht das Problem, dass es die Sachen nicht weiß. Das ist, wie gesagt, ein sehr schwerer Test gewesen und es ist schon deutlich besser als Nicht-Experten, also wirklich deutlich, deutlich besser. Wenn wir nochmal die Definition uns angucken, es musste besser sein als 50% der Skilled Humans. Das ist nicht so schwer zu erreichen, da sind wir quasi schon. Das Problem ist also aktuell nicht das Wissen, sondern wir müssen die Aufgaben schaffen. Wir müssen irgendwie schaffen, dass nicht nur Wissen beantwortet wird, sondern dass dann auch eine Aufgabe, eine Problemstellung damit gelöst wird. Und hier kommen wir eben zu diesen 5 Levels, die es braucht, um diese kompetente AGI, wie sie OpenAI definiert, zu erreichen. Also OpenAI hat dann gesagt, okay, welche 5 Sachen brauchen wir, um zu dieser kompetenten AGI zu kommen, die wir hier eigentlich haben wollen. Es ist nicht nur dieses Wissen, sondern es ist auch das Anwenden von dem Wissen. So, sorry, ich weiß, das war jetzt ein bisschen Vorgelaber, aber ihr braucht das Vorwissen, damit ihr das jetzt hier versteht, was da gerade kommt. OpenAI sagt, wir haben Level 1 geschafft und sie sind fast bei Level 2, also dass sie Level 2 fast geschafft haben. Aber sie definieren insgesamt 5 Level davon. Level 1 ist im Endeffekt ein Chatbot zu haben, der mit einer menschlichen Sprache für uns verfügbar ist. Das heißt, wir haben nicht das Problem, dass wir irgendwelche Maschinencode-Sachen verstehen müssen oder dass wir wieder programmieren müssen oder sonst irgendwas lernen müssen, sondern dass wir einfach mit dem Ding sprechen können und Konversation führen können und damit dann Frage und Antwort machen können. Das ist das erste gewesen. Das zweite ist, dass es auch wirklich Problemlösung gibt. Das heißt, dass diese AIs oder diese Artificial General Intelligences Reasoners sind. So, Reasoning ist so eine Sache. Also argumentieren. AI hat hier übrigens ganz andere Stärken und Schwächen wie wir Menschen. Wir sind eher in der Lage, manche Fragen zu beantworten, während eine AI eher in der Lage ist, andere Fragen für uns zu beantworten. Wir haben einfach unterschiedliche Stärken und das merkt man auch immer wieder. Beim Reasoning sieht das Ganze aber so aus. Und zwar bei den Mathe-Problemen, wenn wir uns das mal angucken, sind wir schon deutlich, deutlich besser geworden. Und ich habe jetzt hier einfach mal nur die Benchmarks, die über die Jahre passiert sind, habe ich mal hier gezeigt. Ding ist, das sind Mathe-Probleme, also wirklich, das ist der Mathe-Benchmark. Das sind aber auch Mathe-Fragen, die so aussehen. Und ganz ehrlich, das erwarte ich von sehr wenigen Menschen, dass sie das hinbekommen. Reasoning bedeutet hier in diesem Fall, sich herzuleiten, wie man überhaupt so eine Mathe-Frage beantworten kann. Und wie man sie dann tatsächlich auch ausrechnet. Das heißt, wir gehen hierher, wir berechnen und nachdem wir uns quasi eine Sache überlegt haben, wie man das berechnen könnte, gehen wir zum nächsten und überlegen, okay, was können wir damit anfangen, wie können wir von dort weitermachen. Das ist im Endeffekt das, was wir in Mathe lernen. Wir überlegen, okay, was können wir eigentlich machen, was bringt uns das und was brauchen wir, um zum Ziel zu gelangen. Ihr müsst die Matheaufgabe hier nicht komplett verstehen, keine Sorge. Aber das ist nicht einfach. Und das ist tatsächlich das, was hier gezeigt wurde. Also das ist tatsächlich eine echte Ausgabe, die natürlich nur eine von vielen ist. Das heißt, es gibt mehrere Ausgaben, die gut funktioniert haben und manche Aufgaben, die auch gar nicht funktioniert haben. Aber dieser Blogpost von OpenAI ist vom 31.05.2023. Das ist über ein Jahr her. Und jetzt erinnert ihr euch vielleicht noch an diese ganze Aufregung mit Q-Star. Und die ist da sehr, sehr wichtig. Denn was auch in diesem Interview klar geworden ist, eigentlich sind wir schon deutlich weiter. Dieses Q-Star, was intern bei OpenAI als riesiger Erfolg ja damals gehandelt wurde, wurde irgendwann umbenannt in Projekt Strawberry oder Project Strawberry, Projekt Erdbeere, warum auch immer. Und das war tatsächlich wohl Q-Star.
und soll ein wahnsinniger Durchbruch nicht im Bereich von ich kann alle Daten zum Training benutzen sein, sondern im Bereich Reasoning. Das heißt, dass man dieser AI irgendwie mitgibt, wie sie richtig argumentieren kann in einem Essay, das sie gerade schreibt. Und das fand ich super, super interessant. Da weiß man allerdings noch nichts Genaues. Das Ding ist super, super streng geheim, aber ich nehme an, dass wir es dann vielleicht Ende des Jahres mit GPT-5 oder sowas, beziehungsweise es kommt ja erst nächstes Jahr, ne? Nächstes Jahr dann mit GPT-5 bekommen werden. Vielleicht sogar schon mit einem Update für GPT-4o. Who knows? An der Stelle vielleicht ganz kurz mal gesagt, ich berichte über solche Themen immer, sobald ich sie erfahre. Und ihr erfahrt als allererstes dann in meinem Newsletter davon, den ihr hier einmal oben mit diesem QR-Code findet. Dort habe ich im Endeffekt die IT-Trends für euch, nur halt in sehr kurzer Zusammenfassung, plus natürlich immer mit den verlinkten Quellen. Da findet ihr alles, was so in einer Woche super Wichtiges passiert ist, aus dem Bereich AI, aus dem Bereich Security, aus dem Bereich Hacking. Das ist alles da dabei. Und ihr bekommt meine Videos zuverlässig in eure Abo-Box per E-Mail. Nicht so unzuverlässig wie der YouTube-Algorithmus manchmal eben ist, dass ihr auch nichts mehr verpasst. Den unteren QR-Code habe ich euch natürlich schon kurz gespoilert. Das ist der zu Instagram. Da wollte ich euch auch mal kurz darauf aufmerksam machen, dass ich auch bei Instagram mittlerweile sehr aktiv bin und immer mal wieder Umfragen dabei habe, Themenvorschläge abstimmen lasse und noch mehr. Das heißt, ihr könnt mir dort quasi Feedback geben. Ihr könnt mir dort sehr, sehr gut sagen, was euch interessiert. Und je mehr Leute mir das dort sagen, desto ein besseres Bild habe ich natürlich von dem, was euch gerade interessiert. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Vor allem, weil ich auch gelegentlich mal privat Stories poste, wo ich gerade bin, was ich gerade mache und vielleicht ergibt sich dann was, man trifft sich irgendwo, weil ich gerade dort vor Ort bin und das würde mich wahnsinnig freuen. Also nicht unbedingt privat, aber eben auch privat manchmal. Manchmal. Okay, jetzt lass uns doch ganz kurz Level 3 angucken, denn das ist ja das, was OpenAI als nächstes danach definiert und das ist nach dem Reasoning, also wenn es quasi richtig logisch argumentieren kann, was wir wohl schon fast erreicht haben, wie es hieß, wie gesagt, Q-Star oder Project Strawberry. Danach sind AI-Agents dran und OpenAI arbeitet durchaus schon an AI-Agents. Der Schritt ist also auch nicht mehr ganz so weit entfernt. Ihr müsst euch das so vorstellen, ein Agent kann für euch Dinge übernehmen. Und dazu haben wir eigentlich mit dem Internet eine super gute Infrastruktur, denn ja, wir haben Software, die kann man fernsteuern. Das heißt, ich kann zum Beispiel bei mir auf dem Handy oder auch auf meinem Desktop-Rechner kann ich ja alles machen. Ich kann E-Mails schreiben, ich kann selber mit dem Ding umgehen, indem ich einfach tippe oder klicke. Und genau das macht im Endeffekt soll irgendwann mal die Desktop-App von OpenAI machen. Die ist natürlich noch nicht so weit und es ist auch ein bisschen immer eine Frage von Privacy, wie viel man dann Zugriff auch gibt. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir da dann irgendwann eine Art virtuelle Maschine haben, wo dann eben OpenAI die Sachen machen darf, die es machen muss. Und die Idee bei einem Agent ist, dass es einfach, das läuft im Hintergrund weiter, das läuft dann einfach ein paar Tage lang durch und macht dann Sachen für euch, die ihr eigentlich machen wollt. Es berechnet und berechnet, führt Dinge aus, führt Aktionen aus, und so weiter und so fort. Da haben wir ja schon ein paar Ideen und Ansätze kennengelernt. Aber davor braucht man eigentlich dieses Reasoning. Davor muss man erstmal verstehen, wenn ich etwas erreichen möchte, also wenn ich zum Beispiel eine Bootstrap Academy weiterentwickeln möchte, ja, kleiner Aufruf an der Stelle, der Source Code ist auf GitHub, gönnt euch einfach mal. Wenn ich das weiterentwickeln möchte, was muss ich für dieses Feature dann tatsächlich tun? Das muss man ja erstmal verstehen und dann muss man argumentieren, was kommt eben als nächstes. Und dazu muss man das Level 2 erstmal erreicht haben. Deswegen geht das momentan noch so schlecht. Okay, das heißt, wir haben eine Desktop-App, die dann unseren PC fernsteuern kann. Wir haben einen Web-Agent, der im Endeffekt das macht, was der Browser macht, nämlich HTTP-Anfragen an Webseiten schicken, diese Websites verstehen und dann darauf basierend eine Anfrage durchführen, aber vielleicht auch dann mit APIs interagieren, also zum Beispiel mit der Google API und dann eine Anfrage an, YouTube stellen, um zu verstehen, dass ich jetzt eben YouTube angucken möchte und dass ich mir klar werden möchte, welches YouTube-Video ich als nächstes für euch machen soll. Und dann haben wir natürlich noch den Code Agent, den gibt es sogar schon, zumindest in Ansätzen, bei OpenAI. Ich kann zum Beispiel eine Anfrage stellen, zum Beispiel eine mathematische Anfrage, und dann wird da Code geschrieben, der mir dann meine mathematischen Probleme löst und der wird dann direkt auch bei ChatGPT zum Beispiel ausgeführt. Das heißt, da ist OpenAI schon dran.
Und das wird dann wahrscheinlich nach dem Reasoning als nächstes stark verfolgt werden, dass das auch sehr, sehr gut funktioniert. So, und dann haben wir Level 3 erreicht. Und danach fehlen noch 2 weitere Level und die sind ein kleines bisschen abstrakter. Hier lässt sich also gar nicht so leicht sagen, was da noch genau fehlt. Und das ist auch immer wieder Teil der Forschung, haben sie es genannt. Also da sind sie noch dran, beziehungsweise das muss dann auch noch vielleicht angepasst werden, geändert werden. Da wird was nochmal, einfach neue Erkenntnisse mit reinfließen. In Level 4 heißt es, die KI soll dann auch wirklich Neuerungen oder Innovationen dienen. Das heißt, die Idee, was man als nächstes machen könnte, was sinnvoll wäre, was cool wäre, was Besonderes wäre, das ist dann Level 4. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der Bootstrap Academy sage, okay, ihr könnt dann nicht nur Coding-Challenges machen, sondern wir wollen eine neue Art von Coding-Challenge einbauen, was wir gerade zum Beispiel tun oder wo ich drüber nachdenke, was dafür nötig wäre. Diese Innovationsfähigkeit, die soll dann auch von einer AGI gemacht werden können. Und wenn die das kann, dann kann sie ja auch direkt als Agent schon das Ganze umsetzen, beziehungsweise als Reason erstmal überlegen, was braucht man und dann als Agent das Ganze umsetzen. Und das ist sehr, sehr interessant, weil man damit dann sehr, sehr viel drumrum bauen kann. Und dann fehlt eigentlich nur noch das Level 5, nämlich die Organisation dahinter. Organisation meint nicht irgendwie mit Bürokratie und Papierkrieg klarkommen. Ich weiß nicht, ob eine AI das jemals schaffen wird. Es geht eher darum, dass man auch strategisches Denken und langfristiges Planen dann in diese AI reinbaut. Und auch hier haben wir schon die ersten Ansätze eigentlich gesehen. Denn ChatGPT hat mittlerweile eine Memory-Funktion. Das heißt, es speichert sich Informationen über euch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Agents auch mit eingeplant werden kann, dass man im Endeffekt einen langfristigen Plan verfolgt, beziehungsweise vielleicht bei Level 4 schon, dass man diesen langfristigen Plan sich speichert und dann überlegt, okay, was braucht es, um dahin zu gelangen und das dann runterbricht in kleinere Aufgaben und die dann weiterhin verfolgt. So, das sind also die 5 Level, die OpenAI hier definiert hat. Wenn man es realistisch betrachtet, sind wir eigentlich schon daran, Level 2 fast zu lösen. Level 3 sind wir auch schon dran, Level 4 und 5 noch nicht so sehr. Das kommt dann aber wahrscheinlich relativ bald. Ja, und da müsste man jetzt vielleicht schon fast eine Timeline geben. Die hat OpenAI nicht gegeben, die geben sie nie. Sie sind ja mittlerweile eher open im Sinne von, es kostet nicht was für jeden und nicht open im Sinne von, jeder versteht, wie es funktioniert. Das ist der große Unterschied hierbei. Ja, was man davon halten mag, das darf jetzt jeder für sich entscheiden. Ich finde es sehr, sehr spannend, mal diese ganzen Themen zu hören, denn genau daran wird jetzt gearbeitet. Genau das sind die Fokuspunkte von Firmen wie OpenAI. Und genau das macht das Ganze natürlich auch so spannend für uns, weil wir wissen, was als nächstes kommt. Und wenn wir dann noch erfahren, beziehungsweise was wir erfahren haben, ist, dass GPT-5 nächstes Jahr, wahrscheinlich so Mitte des Jahres bis Ende des Jahres irgendwann kommt. Wenn wir das wissen, dann wissen wir, worauf wir uns einlassen können. Vor allem, wenn wir dann Level 2 und vielleicht sogar schon Level 3 da mitbekommen. Gut, ihr dürft mir gerne sagen, was ihr mit dieser Information anfangt, beziehungsweise was das für euch bedeutet. Und ja, ich bin sehr gespannt, was das generell für uns als alle bedeutet, weil das wird schon einen großen Impact haben. Vor allem Level 4 und Level 5, wenn es dann auch noch die Organisation und langfristige Planung hat. Weil, wie gesagt, eine AI schläft nicht und ich kann die skalieren. Je mehr ich sie skaliere, je mehr Rechenpower ich habe, desto mehr Tasks kann ich einfach gleichzeitig ausführen. Und das ist was Menschen so bislang noch nicht hatten und wahrscheinlich niemals haben werden. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.